Welche Auswirkungen hat Globalisierung auf einzelne Volkswirtschaften? Kann man sich durch Protektionismus und Deals Vorteile verschaffen? Das sind Fragen, die heute von Bedeutung sind, mit historischen Daten aber besser untersucht werden können. Mein Name ist Markus Lampe, ich arbeite am WU-Institut für Wirtschaft und Sozialgeschichte. Als Wirtschaftshistoriker interessiere ich mich für Märkte, Handel und Handelspolitik, zum Beispiel vor der Gründung multilateraler Institutionen wie der Welthandelsorganisation. Solche Institutionen sorgen heute dafür, dass in der Handelspolitik alle Mitgliedstaaten gleich behandelt werden. Das führt aber dazu, dass man zum Beispiel mit heutigen Daten die Auswirkungen diskriminierender Handelspolitik kaum untersuchen kann. In unserer Studie geht es konkret um die 1930er Jahre, als in der Weltwirtschaftskrise ein Welthandelssystem zusammengebrochen ist. Dabei legen wir den Fokus auf ein zentrales Glied in diesem System, nämlich Großbritannien. Wir haben untersucht, ob Großbritanniens recht drastische Zollerhöhungen Anfang der 1930er Jahre bedeutende Auswirkungen auf den internationalen Handel hatten. Wir fragen also, brachen deshalb die britischen Importe ein und wurden durch Zollpolitik argentinische Steaks durch australische ersetzt? Importierte man nun kanadischen Stahl und keinen US-amerikanischen? Hierzu mussten wir zunächst die britischen Handelsstatistiken der Zwischenkriegszeit verstehen und etwa 250.000 Daten für Importe und Zollsätze in Excel-Tabellen abtippen. Diese haben wir dann nach Ländern und Produktgruppen sortiert und in statistischen Modellen miteinander in Verbindung gesetzt. Dann haben wir konkret zwei Ländergruppen miteinander verglichen. Auf der einen Seite das British Empire, das aus britischen Kolonien und selbstverwalteten Dominions bestand. Mit diesen hat Großbritannien 1932 in Ottawa Abkommen über Zollfreiheit abgeschlossen. Auf der anderen Seite stand der Rest der Welt, der den Importrestriktionen und der Zollpolitik ungeschützt ausgesetzt war. Wir haben dann angeschaut, wie sich die Importe entwickelt hätten, hätte Großbritannien die Zollpolitik nicht eingeführt und das in Beziehung gesetzt mit dem, was tatsächlich passiert ist. Zwischen 1929 und 1933 fielen die britischen Importe um insgesamt 43%. Wir zeigen, dass nur etwa ein Viertel davon Folge der Handelspolitik war. Starke Auswirkungen hatte die Handelspolitik hingegen auf die Herkunft der Importe. In derselben Zeit stieg der Anteil des British Empire an den Importen von 27 auf 37%. Etwa 3/4 davon waren Folge der Handelspolitik, die das Empire stark begünstigte. Multilateraler Handel und gleiche Marktzugangschancen sind eine wichtige Grundlage des heutigen Weltwirtschaftssystems. Unsere Ergebnisse zeigen, dass politische Alleingänge reale Folgen haben, die zu wirtschaftlichen und politischen Spannungen führten. Das war in der Dekade vor dem Zweiten Weltkrieg der Fall und es wäre sicher auch heute ein Problem, wenn wir die Welthandelsordnung zugunsten nationaler Lösungen auflösen würden.